Willkommen. Willkommen. Und danke, dass du hier bist. In dieser stillen Stunde, die du für dich selbst freigehalten hast. Es gibt nichts, was du jetzt tun musst. Nichts, worüber du nachdenken musst. Nichts, was du planen musst. Nichts, was du festhalten musst. Der Tag, welche Form er auch angenommen hat, liegt hinter dir. Er ist bereits dorthin gegangen, wohin Tage gehen. Lass deinen Körper dort ankommen, wo er ist. Spüre die Fläche unter dir, die Matratze, das Kissen, die Decke und lass sie dich tragen. Sie weiß, wie sie dich tragen soll. Du musst ihr nicht helfen. Atme langsam ein, wenn du magst. Ziehe die Luft sanft durch die Nase, ohne Anstrengung. Und lass sie wieder hinaus. Langsam. So, als würdest du eine kleine, warme Wolke in einen kühlen Raum ausatmen. Und noch einmal. Sanft ein. Sanft aus. Dein Atem tut, was Atem tut. Du musst ihn nicht führen. Du musst nur ab und zu bemerken, dass er da ist. Heute Nacht gehst du an einen stillen Ort. Es ist ein Ort weit entfernt von allem, wo du je gewesen bist. Und doch wird er sich vertraut anfühlen, in dem Moment, in dem du ankommst. Es ist ein Hotel, ein langsames, gütiges Hotel, das sich über eine weite Polarebene bewegt, auf großen, hölzernen Schlittenkufen, gezogen von geduldigen Windsegeln und von unten gewärmt durch sanften Dampf, der durch den Schnee aufsteigt. Das Hotel ist immer in Bewegung, doch niemand an Bord hat es eilig. Das Hotel ist bereits unterwegs und das ist genug. Du bist dort ein Gast. Du bist schon eine Weile dort Gast, obwohl die Länge deines Aufenthalts nichts ist, was jemand zählt. Das Hotel führt diese Art von Zeit nicht. Also lass deine Schultern noch ein wenig tiefer ins Kissen sinken. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen still werden. Es gibt nichts zu beobachten, nichts zu suchen. Du kannst deine Augen jetzt schließen, wenn sie nicht schon geschlossen sind. Und wenn du bereit bist, kein Grund zur Eile. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Treten wir durch die Tür des Aussichtssalons und das Hotel wird uns weiter über den Schnee tragen. Du stehst in einem langen, niedrigen Korridor. Der Boden unter deinen Füßen ist mit einem dicken, gefilzten Wollteppich bedeckt, in der Farbe von Hafermilch und Honig. Und er drückt sanft gegen deine Sohlen, warm und leicht federnd, so als wäre er gemacht, um sich an jeden Schritt zu erinnern, den du je getan hast. Deine Füße sinken ein wenig hinein, gerade so viel, dass du dich getragen fühlst. Der Korridor ist nicht hell erleuchtet. Stattdessen hängen in langsamen Abständen entlang der Wände Papierlaternen an eisernen Haken und glühen in Bernstein und Rosentönen. Jede Laterne ist aus dickem, handgeschöpftem Papier, gefaltet und vernäht von jemandem, der geduldig war. Und das Licht, das durch sie hindurchtritt, ist weich, buttrig, gütig zu den Augen. Die Laternen schwanken nur ein wenig, während das Hotel sich bewegt. Ein sanftes Wiegen, so langsam, dass du stillstehen musst, um es zu bemerken. Unter deinen Füßen und unter der Wolle und unter dem hölzernen Dielenboden ist ein tiefes, gleichmäßiges Summen. Es ist der Klang der großen Schlittenkufen, die über den festgepressten Schnee gleiten. Es ist kein mechanischer Klang. Es ist eher der Klang, den ein Cello machen könnte, wenn es sehr langsam gespielt würde, in einem fernen Raum, von jemandem, der alle Zeit der Welt hätte. Das Summen durchzieht das ganze Gebäude, durch die Wände, durch die Wolle, durch die hölzernen Balken. Und wenn du deine Hand an etwas Festes legst, kannst du es spüren. Ein sanftes Vibrieren, stetig und ohne Eile. Du atmest ein und die Luft im Korridor ist warm.
Sie trägt den leisen, mineralischen Duft der geothermischen Quellen unter der Tundra. Ein Geruch wie sauberer Stein, wie ein Flussbett im Sommer, wie etwas Uraltes und Geborgenes. Darunter liegt noch ein anderer Duft. Kardamom und Zimt und getrocknete Orangenschale, der irgendwoher weiter unten im Korridor herüberzieht, wo ein kupferner Kessel zu singen beginnt. Du machst einen Schritt und noch einen. Die Wolle schluckt den Klang deiner Füße. Du kannst dich selbst nicht einmal gehen hören. Es ist, als wärst du allein dadurch stiller geworden, dass du hier bist. Der Korridor biegt sich sanft, der Form des Hotels folgend, und die Außenwand besteht größtenteils aus Glas. Großen, hohen Scheiben, gefasst in dunkles, warmes Holz. Und jenseits des Glases spult sich die Tundra an dir vorbei. Eine weite, weiche Schneeebene, blau-weiß im tiefen Abendlicht. Hier und dort gezeichnet mit kleinen Beständen niedriger Birken und dem gelegentlichen glatten Felsblock, der aus der Verwehung ragt. Der Himmel über der Ebene ist noch nicht schwarz, sondern von einem tiefen, zarten Blau, der Farbe eines liebsten alten Wollpullovers. Und die ersten Fäden des Polarlichts haben begonnen, sich zu zeigen. Blasse, grüne Bänder, langsam wie Atem, die seitwärts über den Horizont treiben. Du hältst für einen Moment inne, um zuzusehen. Das Hotel bewegt sich, doch so langsam, dass die Tundra draußen fast still zu stehen scheint. Nur die allernächsten Einzelheiten, ein niedriger Schneegrat, ein einsames Büschel blassen Grases, gleiten mit merklicher Bewegung vorbei. Weiter draußen behält die Welt ihre Form. Geduldig, lässt sich durchqueren. Du lehnst dich ein wenig näher an das Glas, neugierig. Und dort, direkt am Rand der Scheibe, wo die warme Luft des Korridors auf die Kälte draußen trifft, siehst du sie. Frostmuster. Winzige, haarfeine Farne aus Eis. Nicht dicker als ein Barthaar, die sich in langsamen, sich ausbreitenden Wedeln über das Glas zeichnen. Sie werden selbst jetzt gezeichnet, Moment für Moment, von nichts als Kälte und Stille. Wenn du sehr genau lauschst, den Atem anhältst, kannst du sie fast hören. Ein flüsterndes Knistern, so leise wie das Geräusch einer umgeblätterten Seite 3 Räume entfernt. Der Frost sinkt. Es ist ein kleines, zufriedenes Lied. Du könntest lange hier am Fenster bleiben. Und vielleicht wirst du es. Aber es gibt einen Ort, an den du unterwegs bist, ohne dass du dich beeilen musst. Und der Korridor biegt sich sanft weiter. Die Laternen führen dich vorwärts, eine nach der anderen. Ihr Licht sammelt sich weich auf dem Wollboden. Das Summen der Kufen liegt unter allem. Der Frost sinkt leise an den Fenstern. Das Hotel trägt dich weiter. Vor dir weitet sich der Korridor zu einer kleinen Nische, einer Teenische, eingelassen in eine Biegung der Außenwand. Es ist ein warmes, kleines Zimmer, nicht größer als das Innere eines hölzernen Rettungsboots. Und es wird von einer einzigen Laterne erleuchtet, die tief über einem runden, dunklen Tisch hängt. Um den Tisch stehen 3 breite Sessel, gepolstert in cremefarbener und weichgrauer Wolle. Ein Regal an der Wand trägt eine Reihe kleiner Keramikgefäße, jedes beschriftet in sorgfältiger, verblasster Handschrift. Kardamom, Kamille, Ingwer, Sternanis, getrockneter Apfel, Blatt der schwarzen Johannisbeere. Über dem Regal steht ein kupferner Kessel auf einem niedrigen eisernen Ofen. Und schon von hier aus kannst du den Dampf sehen, der sich in langsamen, unbeeilten Bändern aus seinem Ausguss kräuselt. Der Kessel pfeift nicht. Er pfeift nie. Pfeifen wäre zu abrupt, zu fordernd. Stattdessen seufzt er, ein tiefer, hauchender Laut, wie der Klang, den jemand macht, der sanft Wärme
in die hohlen Hände bläst. Der Dampf riecht nach Kardamom und Zimt und er zieht hinaus in den Korridor. Und du atmest ihn ein und du spürst, wie er sich in dir niederlässt wie ein warmer Stein. In der Nische ist in diesem Moment niemand, aber an einem der Stühle steht eine Tasse, halb ausgetrunken, noch schwach warm, und über der Stuhllehne liegt eine gefaltete Decke, als wäre der hier war, nur eben kurz weggetreten und käme in seiner eigenen Zeit zurück. Das Hotel ist voll von solchen kleinen Zeichen, kleinen Belegen eines sanften Lebens, das leise weitergeht. Nichts ist je fertig. Nichts muss es sein. Du gehst an der Nische vorbei und der Korridor öffnet sich weiter und du findest dich hinaus auf die äußere Promenade tretend. Die Promenade ist ein langer, glaswandiger Gang, der sich über die ganze Länge des Hotels zieht, an seiner Südseite entlang, der Seite, die zur weiten, offenen Ebene hinliegt. Sie ist breiter als der innere Korridor und ihre Decke ist höher. Und über ihre Länge verteilt stehen Bänke aus dunklem, geöltem Holz, mit Wollkissen und weichen Decken, gefaltet auf jeder einzelnen. Zwischen den Bänken, in ruhigen Abständen, stehen hohe Papierlaternen auf eisernen Ständern und leuchten rosa und Bernsteinfarben, werfen warme Kreise auf den wollbedeckten Boden. Doch es ist das Glas, das deinen Blick auf sich zieht. Das Glas reicht vom Boden bis zur Decke, ununterbrochen nur von den Holzrippen gehalten, die es an Ort und Stelle halten. Und jenseits des Glases öffnet sich die Tundra endlos, silbrig blau unter dem tiefer werdenden Himmel. Das Nordlicht ist jetzt deutlicher geworden, nicht heller, nur seiner selbst gewisser, und lange, langsame Striche aus fahlem Grün ziehen durch die hohe Luft, unbeeilt wie schlafende Fische in einem flachen Becken. Und hier, auf der Promenade, siehst du sie zum ersten Mal. Sie geht langsam die Reihe der großen Fenster entlang, mit dem Rücken zu dir, und sie dreht sich nicht um. Sie trägt einen langen Mantel aus grauem Filzstoff und dicke Fäustlinge in der Farbe getrockneten Salbeis und eine weiche Strickmütze, tief über die Ohren gezogen. Ihre Schritte sind gemessen, geduldig, gleichmäßig gesetzt. Alle paar Schritte hält sie inne. Sie hebt eine bewollte Handfläche und legt sie ganz sanft, ohne jeden Druck, an das kalte Glas. Sie hält sie dort. Sie neigt den Kopf, lauscht. Das ist die Eisflüsterin. Sie geht die Promenade jeden Abend entlang, zu genau dieser Stunde, und sie hört den Liedern zu, die der Frost auf dem Glas macht. Es ist ihre Arbeit und es ist auch ganz einfach das, was sie tut. Das Hotel ist voll von Menschen, deren Arbeit das ist, was sie tun und deren Tun friedvoll ist. Du möchtest sie nicht stören, doch sie ist von dir nicht gestört. Sie weiß, dass du da bist. Nach einem Moment senkt sie ihre Hand vom Glas und sie nickt. Ein kleines Nicken, eher ein langsames Senken der Augen. Und dann geht sie weiter zur nächsten Scheibe. Und du verstehst, dass du willkommen bist zu folgen, wenn du magst. Du magst. Du gehst hinter ihr die Promenade entlang, in deinem eigenen ruhigen Tempo. Der Wollboden nimmt deine Schritte auf. Die Laternen sammeln ihr Licht in Pfützen. Die Tundra gleitet draußen vorbei. Das Summen der Kufen steigt durch deine Füße herauf und setzt sich in deiner Brust ab und verlangsamt deinen Atem, bis er dem eigenen tiefen Pulsschlag folgt. An der nächsten Scheibe hält die Eisflüsterin wieder inne und legt ihre bewollte Handfläche an das Glas. Du hältst neben ihr an, in respektvollem Abstand, und legst deine eigene Hand an eine nahe Scheibe. Das Glas ist kalt, doch die Kälte dringt nicht hindurch. Sie ist nur ein Hauch, eine Ahnung von Kälte.
eine Erinnerung an das Draußen. Und unter deiner Handfläche spürst du es. Ein ganz feines Vibrieren. Ein ganz feines Singen. Der Frost, der wächst. Jeder Farn aus Eis entfaltet sich in seinem eigenen Tempo. Ein Kristall nach dem anderen. Wenn du die Augen schließt, kannst du dir vorstellen, wie jeder neue Kristall an seinen Platz einrastet. Ein Klicken, kleiner als das Klicken eines Mottenflügels. Ein Laut, so klein, dass er eigentlich nur die Form eines Lautes ist. Das Flüsterknistern, das haarfeine Lied. Der Frost weiß, welches Muster er werden will. Er braucht nur Zeit, und Zeit hat er. Die Eisflüsterin geht weiter. Du gehst weiter. Scheibe um Scheibe bewegt ihr euch langsam die Promenade entlang. Und an jeder Scheibe tut der Frost seine geduldige Arbeit. Und an jeder Scheibe legst du deine Handfläche an das kalte Glas und lauschst. Nach einer Weile bemerkst du, dass sich dein eigener Atem an den Rhythmus des Anhaltens und Weitergehens angeglichen hat. Du atmest ein an der Scheibe. Du atmest aus im Gehen zur nächsten. Ein, aus, ein, aus. Das ganze Hotel atmet mit dir. Irgendwann, und Zeit ist hier eine lose Sache, eine weiche Sache. Mehr wie das Ziehen von Dampf, als wie das Ticken einer Uhr. Erreicht die Eisflüsterin eine Scheibe, die ihr Muster nicht ganz zu Ende bringt. Die Farnwedel aus Frost haben an den Rändern des Glases gut begonnen, doch zur Mitte hin sind sie scheu geworden und dünn und zögerlich. Sie neigt den Kopf, nachdenklich. Dann beugt sie sich ein wenig näher an das Glas und sie haucht darauf, ein langsamer, warmer Atem, geschwungen und sanft, genau gezielt. Ihr Atem beschlägt ein kleines Oval auf dem kalten Glas. Und dann, während der Beschlag zu verblassen beginnt, scheint sich der Frost im Inneren des Ovals daran zu erinnern, was er gerade tat. Die Wedel beginnen wieder zu wachsen, in dem Muster, das sie im Sinn getragen hatten. Winzige, zarte Eisfarne breiten sich nach außen aus, verbinden sich mit dem älteren Frost an den Rändern, bis die ganze Scheibe vollendet ist. Ein volles Bild, ein ganzes Lied. Die Eisflüsterin nickt ihr zu, zufrieden, und geht weiter. Sie hat eine scheue Scheibe aus Eis dazu bewegt, sich selbst zu vollenden. Du hast ihr dabei zugesehen. Und jetzt, ohne dass du darüber nachdenken musst, verstehst du etwas über das Hotel. Alles hier wird sanft weitergeholfen. Von jemandem, der weiß, wie man hilft. Nichts muss sich anstrengen. Nichts muss sich beeilen. Der Frost muss sich nicht beweisen. Die Laternen müssen nicht heller brennen. Das Hotel muss nicht ankommen. Nur weitergehen. Nur weitergehen. Die Promenade schwingt an der Außenwand entlang und mündet schließlich in einen weiteren Raum, den Lesewagen. Der Lesewagen ist einer der weichsten Räume im Hotel und du spürst es in dem Moment, in dem du durch seine Tür trittst. Die Decke ist niedrig und mit warmem, honigfarbenem Holz vertäfelt. Der Boden ist wieder mit jener dicken Filzwolle bedeckt, doch hier in einer tieferen Farbe, der Farbe von Teeblättern, nachdem sie gezogen sind. Und er fühlt sich unter den Füßen noch nachgiebiger an. Bücherregale säumen die innere Wand, vom Boden bis zur Decke, dicht gefüllt mit Büchern in weichen Einbänden in allen gedämpften Farben. Und entlang der Außenwand ziehen sich die großen Fenster weiter. Doch hier sind sie mit langen Vorhängen aus ungebleichtem Leinen verhängt, halb zugezogen und lassen nur ein weiches, gefiltertes Licht herein. In der Mitte des Raumes und an den Wänden entlang stehen Sessel. Tiefe, geduldige Sessel mit hohen Lehnen und breiten Armen, gepolstert in moosgrünem Samt und taubengrauer Wolle. Neben jedem Sessel steht ein kleiner runder Tisch,
und auf jedem Tisch leuchtet eine Papierlaterne bernsteinfarben und neben jeder Laterne liegt eine gefaltete Decke. Die Decken sind schwer. Sie sind gemacht, um darunter zu schlafen. Und in einem der Sessel, nahe der Mitte des Raumes, döst jemand. Es ist ein Reisender, den du nicht kennst und den du nicht stören wirst. Er ist tief in den Sessel gesunken, sein Kopf sanft zur Seite geneigt, die Hände locker im Schoß. Ein Buch ist ihm aus den Fingern geglitten und ruht, aufgeschlagen, auf der Armlehne. Sein Atem geht langsam und gleichmäßig und sein Gesicht ist glatt und friedlich. Er schläft auf jene Weise, die nur in Räumen wie diesem geschieht, wo das ganze Gebäude mithilft. Die Eisflüsterin betritt den Lesewagen hinter dir und sie sieht den dösenden Reisenden und sie lächelt. Ein kleines, ganz eigenes Lächeln, so wie man einer schlafenden Katze zulächelt. Dann geht sie leise über den wollenen Boden hinüber zu seinem Sessel. Sie nimmt die zusammengelegte Decke vom kleinen Tisch. Sie faltet sie auf, langsam, damit der Stoff nicht schnalzt, und legt sie ihm über den Schoß und hinauf über die Brust und schlägt die Ränder behutsam um seine Schultern ein. Sie schließt das Buch, markiert sorgfältig die Seite mit einem Stück Band aus ihrer Manteltasche und legt es auf den kleinen Tisch. Dann steht sie einen Augenblick da, blickt auf den Reisenden hinunter, still wie der Frost am Glas. Der Reisende rührt sich nicht. Sein Atem geht weiter, langsam und gleichmäßig. Die Decke hebt und senkt sich mit ihm. Du spürst, wie dein eigener Körper auf diesen Anblick reagiert. Etwas in deiner Brust wird weicher. Dein eigener Atem wird tiefer. Das Gewicht einer schweren Decke in der Vorstellung senkt sich auf dich herab, dort, wo du liegst, und du spürst, auch wenn du zuvor nicht müde warst, einen ersten Anflug echter Müdigkeit. Die gute Art, die ehrliche Art, jene, die davon kommt, sicher geborgen zu sein. Die Eisflüsterin dreht sich um und sie nickt dir wieder zu und sie geht weiter. Du verweilst noch einen Moment im Lesewagen. Das darfst du gern tun. Du gehst langsam an den Bücherregalen entlang und lässt deinen Blick über die weich gebundenen Bücher gleiten. Die Titel sind in sanften Schriftzügen gedruckt und du liest sie nicht wirklich. Du bemerkst nur ihre Farben und die Art, wie sie sich in den Regalen aneinanderlehnen. Da gibt es Bestimmungsbücher zum Schnee. Da gibt es Sammlungen sehr alter, sehr ruhiger Gedichte. Da steht ein dickes Buch, gebunden in grüne Wolle, mit den Worten: Eine kleine Geschichte der langsamen Dinge, gestickt in den Rücken. Da steht ein anderes, gebunden in haferfarbenes Leinen, das die Benennung kleiner Wetter heißt. Du streckst die Hand aus und berührst einen Buchrücken, ganz sanft, und er fühlt sich warm an. Die Bücher hier sind immer warm. Das ist eines der angenehmen Geheimnisse des Hotels. Über den Regalen, entlang einer Bilderleiste, sind kleine gepresste Blätter und getrocknete Blüten angeordnet, gerahmt in schmalem, dunklem Holz. Ein Birkenblatt, ein Zweig Sumpfporst, ein einzelner Halm arktisches Wollgras, dessen weißer Schopf unter dem Glas noch schwach flaumig ist. Jemand ist über die Tundra gegangen und hat sie gesammelt, und jemand hat sie gepresst, und jemand hat sie hier aufgehängt, in unhastigen Abständen, über die Jahre. Das Hotel ist geschichtet von solchen kleinen Freundlichkeiten. Die Freundlichkeiten haben sich angesammelt, so wie der Frost sich am Glas ansammelt. Ein dünner Faden nach dem anderen, über stille Jahreszeiten hinweg. Du ziehst einen langen Atemzug ein. Die Luft riecht nach Papier,
und alter Wolle und einer feinen Spur Kardamom, die aus der Nische herüberzieht. Irgendwo weit entfernt knarrt Holz leise, ein langes, sanftes Knarren, wie ein Boot, das sich in einem stillen Hafen setzt. Die Kufen summen unter dir. Die Laternen sammeln ihr Licht zu Pfützen. Der dösende Reisende atmet. Du verlässt den Lesewagen leise und der Korridor nimmt dich auf der anderen Seite auf. Du folgst der Eisflüsterin in deinem eigenen Tempo. Sie ist irgendwo vor dir, mal sichtbar in der Krümmung des Korridors, mal nicht, aber immer irgendwo vor dir, und das Hotel lenkt dich sanft hinter ihr her. Es ist kein großes Hotel, genau genommen, obwohl es lang ist. Lang und niedrig und voller kleiner Räume, die in größeren nisten, und die Räume fügen sich ineinander, so wie sich die gefalteten Seiten eines guten Buches ineinander fügen. Und du verirrst dich nie ganz, denn sich verirren ist hier nicht wirklich etwas, das passieren kann. Du kommst an weiteren Fenstern vorbei. Jedes zeigt dir einen neuen, langsamen Ausschnitt der Tundra. Hier ein weites, vom Wind geformtes Schneefeld, gemustert in flachen Wellen wie die Oberfläche eines schlafenden Meeres. Dort ein Bestand von Zwergweiden, kahl und versilbert, die Hüte aus Schnee auf ihren fingerdünnen Zweigen tragen. Dort eine Erhebung aus dunklem Stein, halb verweht, und auf ihr sitzt eine einzelne Eule. Die Eule rührt sich nicht, während das Hotel vorbeitreibt. Die Eule und das Hotel nehmen einander nur zur Kenntnis, schweigend, auf die Art von Dingen, die es nicht eilig haben. Die Tundra ist nicht leer. Sie sieht nur leer aus, bis du langsamer wirst. Dann beginnst du zu sehen. Eine kleine Spur von Fuchsabdrücken, kreuzend und verschwindend. Ein Büschel blasser Flechte auf einem Felsblock. Die Gebeine eines Stücks Treibholz. Älter als das Hotel. Älter als die Erinnerung an das Hotel. Die Ebene ist geduldig. Die Ebene ist schon lange hier. Das Hotel überquert sie und die Ebene nimmt es ihr nicht übel. Oben ist das Polarlicht gewachsen. Die blassgrünen Bänder haben sich zu langsamen Vorhängen verdichtet und sie ziehen seitwärts am Himmel entlang, so wie Seetang in einer flachen Gezeit zieht. Manchmal tritt ein Hauch von Rosé an den Rändern hinzu. Manchmal ein feines Violett. Die Farben mischen sich ohne Eile. Die Farben spielen kein Schauspiel. Sie sind einfach das, was sie sind. Du kommst wieder zur Tenische oder vielleicht zu einer anderen Tenische. Das Hotel hat mehrere und sie sehen einander alle sehr ähnlich. Und es spielt keine Rolle, welche dies gerade ist. Der Kessel seufzt auf seinem niedrigen Eisenofen. Der Dampf steigt auf. Der Duft von Kardamom kringelt sich hinaus in den Gang. Die Eisflüsterin ist dort und sie tut, was sie um diese Stunde oft tut. Sie füllt den Kessel nach. Sie hebt den Kupferkessel vom Ofen, vorsichtig mit einem dicken Wolltuch um den Griff, und trägt ihn zu einem kleinen tiefen Becken, das in die Wand der Nische eingelassen ist. Aus einem großen Keramikkrug gießt sie kühles, klares Wasser in den Kessel, langsam, und beobachtet, wie der Pegel steigt. Das Wasser kommt aus einer Quelle, irgendwo tief unter dem Hotel, von den geothermalen Adern gerade über den Gefrierpunkt erwärmt. Es hat einen leisen, mineralischen Geschmack und einen leisen, mineralischen Geruch. Und es ist das gute, ehrliche Wasser der Ebene. Sie fügt eine kleine Prise grüner Kardamomkapseln aus einem Glas hinzu. Dazu 2 feine Locken getrockneter Orangenschale und ein einzelnes Stück Zimtrinde. Sie setzt den Kessel zurück auf den Ofen. Sie dreht das kleine Messingrädchen,
das die Flamme darunter regelt. Der Kessel beginnt, in seinem eigenen Tempo warm zu werden. Sie bleibt nicht stehen und schaut ihm zu. Das ist nicht nötig. Der Kessel wird tun, was Kessel tun. Stattdessen nimmt sie sich einen Moment, um die Reihe der Keramikgefäße auf dem Regal auszurichten. Jedes Etikett nach vorne. Sie wischt das Regal mit einem kleinen Stück weichen Tuchs ab. Sie faltet eine Decke neu zusammen, die auf einem der Sessel zusammengesackt ist. Sie tritt einen Schritt zurück, betrachtet die Nische und findet sie gut. Du beobachtest das alles von direkt außerhalb der Nische, halb im Korridor, halb im Licht der Laterne. Dein Körper ist wärmer geworden, während du ihr zusiehst. Es ist eine seltsame Sache, wie das Zusehen bei sanfter, geduldiger Arbeit den eigenen Körper weich werden lässt. Deine Schultern sinken ein Stück weiter. Deine Finger öffnen sich. Dein Kiefer lässt still los, was auch immer er festgehalten hatte. Der Kessel beginnt, sein leises, atmendes Geräusch zu machen. Er ist noch nicht bereit, aber er beginnt. Die Eisflüsterin gießt ein kleines Maß dampfgewärmtes Wasser in eine schwere Keramiktasse und reicht sie dir, wortlos. Du nimmst sie in beide Hände. Die Tasse ist dick, in einem tiefen, matten Blau glasiert, und sie fügt sich in deine Handflächen, als wäre sie für dich geformt worden. Du führst sie zu deinem Gesicht und atmest ein. Kardamom, Orangenschale, Zimt, warmer Stein. Der Dampf zieht in deine Lungen und wieder hinaus und nimmt beim Gehen eine kleine, unsichtbare Enge mit sich. Du nimmst einen langsamen Schluck. Der Tee ist noch kaum Tee, meist nur warmes Wasser, ganz leicht gewürzt. Aber er ist genau das, was du wolltest, ohne gewusst zu haben, dass du es wolltest. Du umschließt den Becher mit beiden Händen und lässt die Wärme in deine Finger wandern und die Handgelenke hinauf und die Unterarme entlang und hinein in jenen weichen Ort in deiner Mitte, wo sich Wärme gern niederlässt. Die Zeit gleitet weiter. Du könntest nicht sagen, wie lange du dort stehst und langsam trinkst. Das Hotel summt unter dir. Der Kessel seufzt auf dem Herd. Die Eisflüsterin bewegt sich durch die Nische, verrichtet ihre kleinen, stillen Aufgaben. Und du tust überhaupt nichts. Und überhaupt nichts ist genau das Richtige, um es zu tun. Schließlich nimmt die Eisflüsterin ein kleines, in Leder gebundenes Buch von einem Regal neben der Tür. Das Buch ist an den Kanten abgegriffen. Sein Einband weich geworden, durch viele Hände und viele Jahre. Sie klemmt es sich unter den Arm und sie nickt dir wieder zu. Und sie tritt zurück in den Korridor hinaus. Und du folgst. Du nimmst die Keramiktasse mit. Sie hat nichts dagegen. Sie geht, so verstehst du, um die Kufenprotokolle zu prüfen. Einen weiteren, sanft erleuchteten Korridor entlang, vorbei an 2 weiteren Fenstern voll dahintreibender Polarlichter, vorbei an einer kleinen Kammer mit halboffener Tür, die einen Stapel gefalteter Wolldecken und eine niedrig gedrehte Laterne zeigt, gelangst du schließlich zu einer kleinen Kammer nahe dem vorderen Ende des Hotels. Sie heißt das Kufenzimmer, obwohl es im Hotel niemand mit Namen genau nimmt. Es ist ein kleiner, warmer Raum mit einer niedrigen Decke aus sichtbaren Holzbalken und seine Wände sind gesäumt von einer Auswahl an Ziffernblättern und kleinen Messingmessern. Keines davon dringlich, keines davon beunruhigend, alle davon langsam. Unter jedem Ziffernblatt steht ein Name in sorgfältiger Schrift gemalt. Kufentemperatur, Lüftungswärme, Segelspannung, Schneedichte, Driftrichtung. Die Zeiger in den Anzeigen bewegen sich nur gelegentlich und nur um sehr geringe Beträge.
Neben jedem Ziffernblatt liegt eine kleine Papierkarte, auf der jemand, vielleicht die Eisflüsterin, vielleicht jemand anderes, den Messwert in Abständen notiert hat, in einer Handschrift, die geduldig und unhastig ist. Auf einem niedrigen Tisch in der Mitte des Raumes liegt ein großes, offenes Journal ausgebreitet. Seine Seiten sind liniert und halb gefüllt, mit Spalten für die Stunde, die Messwerte und alle kleinen Anmerkungen, die jemand hinzufügen möchte. Und der jüngste Eintrag lautet: Wind stetig aus Osten, Kufen leise, Frost bildet sich gut. Der davor lautet: Bei Mondaufgang den niedrigen Kamm mit den Zwillingsbirken passiert. Alles in Frieden. Die Handschrift unterscheidet sich von einem Eintrag zum nächsten ein wenig. Das Buch wurde von vielen Händen geführt, über eine lange Zeit. Die Eisflüsterin legt ihr Lederbuch auf dem Tisch ab und sie nimmt einen weichspitzigen Stift aus einem Holzbecher. Sie sieht der Reihe nach auf jedes Ziffernblatt. Sie notiert jeden Messwert. Ihr Schreiben ist langsam, sorgfältig, ohne Schnörkel. Zwischen jedem Eintrag hält sie inne und lauscht den Kufen, die unter dem Boden summen. Einmal lächelt sie ganz leicht über eine Kleinigkeit, eine erfreuliche Ruhe in einem Zeiger, und fügt in der Anmerkungsspalte hinzu: Kufen singen leise. Eine gute Nacht. Du lehnst dich in den Türrahmen des Kufenzimmers und schaust zu. Die Anzeigen ticken. Der Stift bewegt sich. Die Laterne glüht. Irgendwo knarrt ein Holzbalken leise, während das Hotel über einen unsichtbaren Schneegrat gleitet. Der mineralische Geruch der Lüftungsschächte zieht durch die Dielen herauf, schwach und rein. Du nimmst einen weiteren Schluck von deinem Tee und er ist jetzt wärmer. Richtiger Tee schon. Kardamomhell und orangeweich. Die Eisflüsterin beendet ihre Einträge. Sie legt den Stift zurück in den Holzbecher. Sie schließt das Journal, nicht mit einem Klappen, sondern mit einem langsamen, bedachten Senken des Einbands, sodass die Seiten sich lautlos aneinanderlegen. Sie ruht ihre bewollten Handfläche einen Moment auf dem geschlossenen Deckel, als danke sie ihm. Und dann nickt sie, und sie dreht sich um, und sie lächelt dich an, und sie führt dich zurück hinaus in den Korridor. Da ist noch eine kleine Besorgung, und dann, so hat sie entschieden, wird sie ruhen. Du wirst es auch. Ihr beide werdet ruhen, an euren eigenen Orten, auf eure eigene Weise. Aber zuerst der Nachtportier. Der Platz des Nachtportiers ist ein kleiner Holzschreibtisch in einem kleinen runden Raum am Kreuzungspunkt zweier Korridore, wo 4 Gänge unter einer großen runden Papierlaterne zusammenlaufen, die an einer langen Eisenkette von der Decke hängt. Die Laterne hat die Farbe einer reifen Aprikose und ihr Licht breitet sich in einem weiten, warmen Kreis über den Wollboden. Unter der Laterne, am Schreibtisch, sitzt der Nachtportier auf einem hohen Stuhl, eingehüllt in eine schwere Strickjacke von der Farbe nassen Schiefers. Das Kinn in eine Hand gestützt, blickt er auf nichts Bestimmtes. Er ist ein langsamer, freundlicher, schläfriger Mann. Seine Augen sind halb geschlossen. Vor ihm liegt ein aufgeschlagenes Buch, aber er liest es nicht. Neben dem Buch steht eine kleine Schale mit getrockneten Aprikosen und er isst sie nicht. Er ist einfach im Dienst, was ein Zustand ist, in dem man sein kann, ohne überhaupt etwas zu tun. Die Eisflüsterin nähert sich und die Augen des Portiers öffnen sich ein wenig weiter, aber nur ein wenig und nur kurz. Sie nicken einander zu. Sie sprechen nicht. Stattdessen greift sie in ihre Manteltasche
und holt ein kleines, gefaltetes Stück Papier hervor, und sie legt es auf seinen Schreibtisch neben sein Buch, und sie klopft mit einem behandschuhten Finger sanft darauf. Es ist eine Notiz über die scheue Frostscheibe vielleicht, oder über den Reisenden, der im Lesewagen schläft, oder über die Fuchsspuren, die sie an den Fenstern des Beobachtungssalons bemerkt hat, oder über gar nichts Bestimmtes. Was auch immer es ist, der Portier nimmt sie und faltet sie auseinander und liest sie langsam und faltet sie wieder zusammen und schiebt sie in eine kleine Holzkiste auf seinem Schreibtisch mit der Aufschrift Notizen für den Morgen. Er nickt ihr wieder zu. Sie nickt ihm zu. Der Austausch ist vollzogen. Er hat kaum Zeit gebraucht und keine Worte. Und doch ist etwas Wichtiges zwischen ihnen weitergegeben worden. Auf die Weise, wie Wichtiges zwischen Menschen weitergegeben wird, die einander vertrauen und einander seit vielen stillen Jahren kennen. Der Blick des Portiers wandert zu dir. Auch dir nickt er zu, dasselbe langsame, freundliche Nicken, und du nickst zurück. Dann gleiten seine Augen wieder zu, und sein Kinn sinkt ein wenig weiter in seine Hand, und er kehrt zu seiner sorgfältigen, dösenden Wache zurück. Die Aprikosen warten geduldig in ihrer Schale, und das Buch wartet geduldig auf dem Schreibtisch. Die große Aprikosenlaterne leuchtet geduldig darüber. Du und die Eisflüsterin gehen weiter. Der Korridor verengt sich sanft und weitet sich dann wieder und steigt dann in ganz leichter Neigung an, nicht mehr als eine Stufe auf viele Schritte. Und dann, endlich, öffnet er sich in den Beobachtungssalon. Du bleibst in der Tür stehen, um es in dich aufzunehmen. Der Aussichtssalon ist der höchste Raum des Hotels und seine Decke besteht ganz aus Glas. Lange Scheiben, die von Wand zu Wand laufen, gefasst in dunkles Holz, sanft gewölbt, dem Dachverlauf folgend. Auch die Wände sind größtenteils aus Glas, doch an der inneren Wand hängt ein großer Wandteppich, gewebt in langsamen Mustern aus Grau, Creme und moosigem Grün. Der Boden ist aus Wolle, dick und tief, in einem weichen Blaugrau, wie der Tundrahimmel in der Dämmerung. Niedrige Sofas säumen die Außenwände, jedes bedeckt mit Kissen und schweren Decken. Eine einzelne Papierlaterne glimmt in der Ecke, ganz heruntergedreht, sodass das meiste Licht im Raum vom Himmel selbst kommt. Und der Himmel über dir und um dich herum ist voller Polarlicht. Langsame Bänder aus blassem Grün streichen in langen, unaufgeregten Bögen über die gläserne Decke. Das Grün vertieft sich manchmal und manchmal verblasst es und manchmal zieht ein zartes Rosa hindurch und manchmal ein Hauch von Violett und manchmal auch nur ein gewöhnliches Silber. Die Farben sind nicht scharf, sie sind weich und geschichtet, wie Aquarell auf Aquarell, gelegt von jemandem, der an seinem Schreibtisch einschläft. Die ganze Decke bewegt sich, sanft, und der ganze Raum bewegt sich mit ihr. Und doch ist der Raum zugleich vollkommen still. Und beides ist wahr im selben Augenblick. Die Eisflüsterin durchquert langsam den Salon und sie geht zu einem der niedrigen Sofas und sie legt ihr Lederbuch auf einen kleinen Beistelltisch. Sie wickelt ihren Schal ab und sie zieht ihre Fäustlinge aus, einen nach dem anderen, und sie legt sie neben das Buch. Sie streift ihren Filzmantel ab, faltet ihn sorgfältig und drapiert ihn über die Armlehne des Sofas. Unter dem Mantel trägt sie einen weichen, geflickten Strickpullover in Haferbeige und Moosgrün und dicke Wollhosen. Und ihre Hände sind an den Fingerspitzen rosa von der Kälte des Glases. Sie reibt sie sanft aneinander.
Sie lächelt ein kleines, stilles Lächeln. Ihre Arbeit ist getan. Sie legt sich auf das niedrige Sofa. Sie zieht eine schwere Decke über ihre Beine und ihren Bauch und ihre Brust. Und sie bettet ihren Kopf gegen ein großes Kissen. Und sie wendet ihr Gesicht hinauf zur gläsernen Decke. Das Polarlicht streicht in langsamen Grüntönen über ihr Gesicht. Sie atmet lang und langsam aus. Und ihr ganzer Körper scheint ein wenig kleiner zu werden, während sie ins Sofa sinkt, gehalten. Du nimmst ein anderes Sofa, gegenüber ihrem auf der anderen Seite des Salons. Und du legst dich ebenfalls hin. Das Sofa nimmt dich auf, wie der Wollflur deine Füße aufgenommen hat. Weich, geduldig, ohne jedes Zögern. Die Kissen sind von vielen Händen so geordnet worden, dass sie einen Körper genau so halten. Du spürst, wie dein Kopf in das tiefe Kissen an einem Ende sinkt. Du spürst, wie dein Rücken in die gepolsterte Länge sinkt. Du spürst, wie sich deine Beine ausstrecken, warm und schwer. Am Fußende des Sofas liegt eine gefaltete Decke und du ziehst sie über dich, langsam, Hand über Hand, bis ihr Gewicht auf deinen Beinen ruht, auf deinen Hüften, auf deinem Bauch und hinauf über deine Brust. Die Decke ist schwer. Es ist die gute Art von schwer, die Art, die sich anfühlt, als würde man von einem großen, freundlichen Tier in einem warmen, stillen Raum gehalten. Sie drückt sanft und gleichmäßig auf dich. Und unter ihr spürst du, wie dein Körper das Gewicht annimmt. Deine Muskeln lassen los, einer nach dem anderen, als hätten sie nur darauf gewartet, dass man ihnen sagt, sie dürften es. Deine Schultern, deine Arme, deine Rippen, dein Bauch, deine Hüften, deine Oberschenkel, deine Waden, deine Knöchel, deine Füße. Alles an dir sinkt ein wenig tiefer ins Sofa. Über dir zieht das Polarlicht in langsamen Grüntönen dahin. Du wendest deine Augen zur gläsernen Decke. Die Lichtbänder ziehen darüber hin, ohne Eile. Und jedes Band hat sein eigenes weiches Inneres. Ein Falten, ein Kräuseln, eine langsame innere Bewegung, die sich fast wie Atem anfühlt. Die Farben konkurrieren mit nichts. Sie sind einfach nur Farben, so wie Wasser einfach nur Wasser ist, wenn niemand durstig ist. Jenseits des Polarlichts, weiter oben, kannst du Sterne sehen. Kleine, stete, geduldige Sterne, geordnet in den weiten, stillen Mustern des Polarhimmels. Sie funkeln hier kaum. Sie halten meist still, warm und gelblich-weiß, wie ferne Laternen, die vor den Fenstern von Häusern hängen, die selbst auf ihre Weise langsam über eine Ebene ziehen. Unter dir und rings um dich summt das Hotel. Die Kufen gleiten über verdichteten Schnee. Die Segel, hoch über dem Dach, fangen den niedrigen Wind. Die Erdwärmeschächte atmen ihre Wärme hinauf durch die Böden. Die Papierlaternen glimmen. Die Wolle des Flurs hält die Stille. Irgendwo seufzt der kupferne Kessel auf seinem Ofen. Irgendwo dreht sich der Reisende im Lesewagen nur ganz leicht im Schlaf und wird wieder still. Irgendwo nickt das Kinn des Nachtportiers ein Stück tiefer zum Schreibtisch hinunter. Irgendwo liegt das Kontobuch im Kufenraum geschlossen, seine Seiten aneinandergelehnt, geduldig. Das ganze Hotel geht irgendwo hin, ohne jede Eile. Und du gehst mit ihm. Du gehst mit ihm. Die Eisflüsterin, drüben auf der anderen Seite des Salons, ist ganz still geworden. Ihr Atem hat sich verlangsamt. Ihr Kopf ist ein wenig zur Seite gesunken, vom Kissen gebettet. Ihre Hand, die außerhalb der Decke ruht, ist weich geworden, die Finger locker und halb gekrümmt. Das Polarlicht bewegt sich in langsamen Grüntönen über ihr Gesicht und ihr Gesicht empfängt das Licht so ruhig, wie die Tundra den Schnee empfängt.
Sie beginnt zu treiben. Sie beginnt zu schlafen. Ihre Arbeit, der Frost, der Reisende, der Kessel, das Kontobuch, der Portier ist getan. Du musst nichts tun. Du bist bereits dort, wo du sein sollst. Lass die Decke schwer auf dir liegen. Spüre ihr Gewicht über deinem Körper, wie sie deine Beine hält, sanft, ohne zu sehr zu drücken, wie sie sich um deine Rippen legt und mit deinem Atem hebt und senkt und dich beruhigt. Spüre, wie dein Atem geht, langsam und leicht. Ein, aus, ein, aus. Dein Atem hat dieselbe Gestalt wie das Polarlicht, langsam, dahintreibend, mühelos. Spüre das Sofa unter dir, die Wollkissen, den weichen Samt, wie die ganze Fläche dich an jedem Punkt zugleich hält. Du musst dich an nichts klammern. Du musst dich nicht selbst aufrecht halten. Das Sofa tut es. Das Hotel tut es. Die Ebene tut es. Spüre das Summen der Kufen unter dem Boden. Es ist ein tiefes, freundliches Summen. Es zieht durch das Holz und durch die Wolle und in deine Knochen. Du wirst getragen. Etwas Geduldiges trägt dich. Du musst nicht wissen, wohin. Über dir streicht das Polarlicht in langsamen Grüntönen über die Decke. Das Grün wird sanft zu Rosa. Das Rosa wird sanft zu Silber. Das Silber wird sanft zu einer Erinnerung an Grün. Auch der Himmel schläft ein, langsam, ohne Aufhebens. Die Papierlaterne in der Ecke glimmt tiefer. Der Frost singt leise an den fernen Fenstern. Der Kessel seufzt aus weiter Ferne. Deine Lider sind schwer. Lass sie schwer sein. Es gibt nichts mehr zu sehen, was du nicht schon gesehen hast. Der Salon ist hier. Die Decken sind hier. Das Hotel ist hier. Die Ebene ist hier. Die Sterne sind hier. Du bist hier. All das wird auch in einem Augenblick noch hier sein. Und in einem Augenblick danach. Du musst nichts davon festhalten. Dein Körper wird warm. Warm durch und durch. Die Decke drückt sanft herab. Das Sofa wiegt dich. Das Summen steigt durch dich hindurch. Dein Atem wird noch ein wenig langsamer. Deine Gedanken, wenn überhaupt noch welche da sind, gleiten zur Seite, wie das Polarlicht. Sie brauchen dich nicht, um ihnen zu folgen. Lass sie gehen. Lass sie treiben. Das Hotel zieht weiter über die Ebene. Langsam, langsam. Die Kufen summen. Die Laternen leuchten. Der Frost singt sein kleines Lied gegen das Glas. Der Dampf aus dem Kessel kringelt sich nach oben. Der Reisende im Lesewagen atmet. Die Augen des Portiers schließen sich. Die Eisflüsterin schläft. Und du bist hier, gehalten, warm, getragen. Das Polarlicht über dir glättet sich. Langsames Grün, langsames Silber, langsames Rosa, langsames Grün. Es gibt nichts, was du tun musst. Es gibt keinen Ort, an dem du sein musst. Du bist bereits dort. Lass deine Augen sich schließen. Lass die Decke dich halten. Lass das Hotel dich weitertragen. Der Himmel ist jetzt still. Der Salon ist still. Die Gänge sind still. Die Kufen summen. Leise, leise, leise. Schlaf jetzt. Schlaf. Schlaf. Das Hotel zieht weiter. Die Ebene zieht sich hin. Du ruhst. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das Hotel hält nicht an. Es muss nicht. Du brauchst es nicht. Es zieht nur weiter über die weite Ebene. Still, geduldig, so wie ein langsamer Fluss weiterzieht. Einem Meer entgegen, dem er in seiner eigenen Zeit begegnen wird. Irgendwo tief unter den Kufen summt das Eis zurück. Eine leise Antwort auf das leise Lied des Hotels. Zwei Summen, die sich begegnen. Keines von beiden hat es eilig. Du bist immer noch auf dem Sofa. Die Decke liegt immer noch über dir.
Die Laterne in der Ecke leuchtet immer noch in ihrem sanften, bernsteinfarbenen Schein. Nichts hat sich verändert, seit du die Augen geschlossen hast. Nichts muss sich verändern. Wenn ein Gedanke hereintreibt, lass ihn wieder hinaustreiben. Wenn ein kleines Geräusch kommt, eine Diele, die sich setzt, ein Kessel, der in irgendeiner fernen Küche seufzt, der Frost, der einmal an eine ferne Scheibe klopft, lass es kommen und lass es gehen. Keines dieser Geräusche gehört dir. Sie gehören dem Hotel. Das Hotel hält sie für dich. Das Hotel hält alles für dich. Du spürst das vielleicht daran, wie deine Schultern weich geworden sind, wie dein Kiefer sich gelöst hat, wie deine Hände ruhen, die Handflächen nach innen gedreht, die Finger nur ein wenig gekrümmt, so wie Hände ruhen, wenn sie nichts mehr zu tragen haben. Deine Hände sind leer, deine Hände sind warm, deine Hände müssen gar nichts tun, deine Füße sind auch warm. Die Decke reicht bis ganz hinunter. Jemand hat sie festgesteckt, still, vor einer Weile, während du schon zu driften begannst. Du hast es nicht gesehen. Es ist trotzdem geschehen. Der Portier vielleicht. Der mit den langsamen Augen und den leisen Schritten. Oder vielleicht das Hotel selbst. Auf die Art, wie Hotels dieser Art sich um ihre Gäste kümmern können. Ganz ohne, dass eine Hand nötig wäre. So oder so, die Decke ist da. Die Wärme ist da. Du bist da. Draußen setzt das Polarlicht sein langsames, ungehetztes Falten fort. Grün ins Silber. Silber ins Rosa. Rosa ins Grün. Es wiederholt sich nicht genau. Es reimt sich nur. So wie Wellen sich reimen. So wie Atem sich reimt. So wie die Kufen des Hotels sich gegen den Schnee reimen, sch, 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 während sie dich weiter über die Ebene tragen. Wenn du hinhörst, kannst du die Ebene selbst fast hören. Weniger ein Klang als eine Gegenwart. Eine große, weite Geduld. Meilen und Meilen weichen Schnees und unter dem Schnee älterer Schnee und darunter Eis, das schon länger Eis ist, als irgendjemand zu zählen wüsste. Alles still, alles reglos oder so langsam bewegt, dass Stille und Bewegung dasselbe sind. Das Hotel gleitet über diese Geduld hinweg. Ein kleines, warmes Licht, ein kleines, warmes Summen, das dich trägt. Du musst dir nichts davon deutlich vorstellen. Die Bilder dürfen an den Rändern weich werden. Die Bilder dürfen sich auflösen. Die Ebene darf ein Gefühl von Weite werden. Das Polarlicht darf ein Gefühl von Farbe werden, ohne dass irgendeine Farbe darin bestimmt wäre. Das Hotel darf ein Gefühl von Gehaltenwerden werden. Das ist genug. Das ist mehr als genug. Lass auch die Worte weich werden. Lass sie über dich hinwegspülen, so wie das Licht über den Frost am Fenster spült. Du brauchst den Worten nicht zu folgen. Du brauchst sie dir nicht zu merken. Sie sind nur hier, um dir noch ein wenig Gesellschaft zu leisten, bis du überhaupt keine Gesellschaft mehr brauchst. Irgendwo den Gang hinunter schließt sich sanft eine Tür. Irgendwo weiter drüben tickt eine Uhr, die niemand mehr aufzieht. Ein langsames, weiches Ticken. Irgendwo steht der Kessel, inzwischen abgekühlt, auf der Anrichte. Sein Dampf längst zur Ruhe gegangen. Irgendwo senkt eine Lampe sich um 1 Grad und dann noch um 1 Grad. Wird dunkler, so wie der Abend dunkler wird. So langsam, dass niemand je den Augenblick benennen könnte, in dem es geschah. Das Hotel dimmt seine Lichter für dich. Nicht auf einmal, nicht plötzlich. Nur so, wie ein gutes Hotel es tut, wenn all seine Gäste ihre weichen Plätze gefunden haben und die Nacht lang geworden ist und nichts mehr zu tun bleibt, als zu ruhen. Dein weicher Platz ist hier. Das Sofa, die Decke, die tief brennende bernsteinfarbene Laterne.
das Fenster mit seinen Farnen aus Frost. Der Himmel jenseits des Fensters mit seinen langsamen Bändern. Die Kufen, die darunter dahinschwingen. Du bist genau dort, wo du sein sollst. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt keinen nächsten Ort. Es gibt nur diesen Ort. Und dieser Ort ist warm. Spüre diese Wärme noch einmal, wenn du magst, bevor du sie zum Hintergrund deiner Ruhe werden lässt. Spüre sie in deiner Brust, wie sie sich hebt und senkt. Spüre sie in deinem Bauch, weich und leicht. Spüre sie in deinen Schultern, die sich endlich abgelegt haben. Spüre sie in deiner Kehle, die nicht sprechen muss. Spüre sie in deinen Augen, die nicht sehen müssen. Spüre sie in deiner Stirn, die nicht denken muss. Überall, wo die Decke berührt, Wärme. Überall, wo das Sofa wiegt, Wärme. Überall, wo das Summen aufsteigt, Wärme. Wärme wie eine kleine Sonne, still in dir gehalten. Wärme, die nicht auflodert, nicht vergeht. Wärme, die einfach bleibt. Wärme, die einfach bleibt. Das Hotel zieht weiter. Irgendwo in einem Wagen weit vor deinem dreht sich die Eisflüsterin im Schlaf und die Ebene verschiebt sich ein wenig, damit die Fahrt geschmeidiger wird. Du wirst die Verschiebung nicht spüren. Du wirst nur die Geschmeidigkeit spüren, wie die Kufen tiefer in ihr Rauschen einsinken, wie das Summen noch leiser wird, noch freundlicher. Irgendwo in einem Wagen hinter deinem hat der Portier endlich die Laterne abgestellt und seine Handschuhe säuberlich auf dem kleinen Bord neben der Tür zusammengelegt und seine eigenen sanften Augen geschlossen. Der Portier träumt den Traum des Portiers. Von langen Gängen, von gut umsorgten Gästen, von leisen Schritten auf leisen Teppichen. Es ist ein guter Traum. Es ist der Traum, den ein Portier sich verdient. Irgendwo in der Küche ist die letzte Kohle im Ofen von orange zu rot zu einem tiefen, schlafenden Rubinrot geworden. Sie wird den Raum die ganze Nacht warm halten. Sie braucht keine Pflege. Sie weiß, was sie tut. Irgendwo im Lesewagen hat der Reisende, der mit dem kleinen Buch am Fenster saß, das Buch geschlossen und auf seinen Schoß gelegt. Sein Kopf ist sanft zur Seite geneigt. Er schläft. Das Buch schläft mit ihm. Die Lampe über ihm hat sich schon selbst gedimmt. Alle schlafen. Alle hier. Nur das Hotel ist wach. Und nur so weit, dass es weitergleitet. Nur die Kufen sind wach. Und nur so weit, dass sie summen. Nur die Aurora ist wach. Und nur so weit, dass sie sich faltet und entfaltet, faltet und entfaltet. Über der weiten Ebene. Vielleicht bist du noch wach, in irgendeiner kleinen Ecke von dir selbst. Das ist in Ordnung. Du musst dem Schlaf nicht hinterhereilen. Der Schlaf kommt schon. Der Schlaf ist tatsächlich schon da, sammelt sich an deinen Rändern, so wie sich Frost an den Rändern einer Fensterscheibe sammelt. Langsam, sanft, ohne dass jemand ihn darum gebeten hätte. Du musst ihn nicht einladen. Du musst ihm nicht widerstehen. Du musst überhaupt nichts tun. Lass die Decke sein. Lass das Sofa sein. Lass das Hotel sein. Lass die Ebene sein. Lass den Himmel sein. Lass den Schlaf sein. Du wirst von all dem gehalten. Du wirst von all dem getragen. Du bist in diesem Augenblick klein und warm und geborgen. In einem kleinen, warmen Zimmer. In einem kleinen, warmen Hotel. Auf einer weiten, stillen Ebene. Unter einem weiten, stillen Himmel. Nichts braucht dich. Nichts wartet auf dich. Nichts ruft nach dir. Du darfst ruhen. Vollständig. Ganz. Dein Atem ist zu dem Atem von jemandem geworden, der schon halb im Traum ist. Lang. Weich. Gleichmäßig.
Ein und aus. Ein und aus. So wie sich die Aurora faltet. So wie die Kufen leiser werden. So wie das Hotel summt. Die Welt vor dem Fenster ist zu einem sanften Verschwimmen aus bleichem Blau und bleichem Grün und bleichem Rosé geworden. Das Fenster selbst ist zu einem sanften Verschwimmen geworden. Der Raum ist zu einem sanften Verschwimmen geworden. Die Decke ist zu allem geworden, was du fühlst. Die Decke und die Wärme und das Summen. Nun werden auch diese leise. Das Summen ist noch da, aber es ist weit weg, weit unten, weit, weit unten. Die Wärme ist noch da, aber sie ist die Temperatur von allem geworden. Es gibt keine Kälte mehr, mit der man sie vergleichen könnte. Es gibt nur Wärme, nur Wärme. Die Decke ist noch da, aber sie ist ein Teil von dir geworden. Es gibt keine Linie, wo du endest und die Decke beginnt. Es gibt nur Weichheit. Du bist jetzt Weichheit. Weichheit treibend. Das Hotel treibt. Du treibst. Die Ebene treibt auf ihre langsame Art. Die Aurora treibt. All das zusammen treibend. Nichts eilt. Nichts zieht. Nichts fordert. Nur treiben. Irgendwo in deinem Ohr legen sich die letzten Worte der Geschichte nieder wie kleine Schneeflocken. Sie landen auf deiner Schulter. Sie landen auf der Decke. Sie landen und sie bleiben und sie werden Teil der Stille. Du musst keine von ihnen auffangen. Du musst dich an keine von ihnen erinnern. Sie gehören dir schon. Sie werden morgen noch hier sein, wenn du sie brauchst. Sie werden auch in der Nacht darauf hier sein. Das Hotel wird hier sein. Die Ebene wird hier sein. Die Aurora wird hier sein. Du kannst jederzeit zurückkommen. Aber für jetzt bist du hier. Für jetzt ruhst du. Für jetzt lässt du dich ganz und gar hinunter an den weichen Ort fallen. Hinunter, hinunter, langsam hinunter, wie eine Feder, die sich auf Schnee niederlässt, wie ein Blatt, das sich auf stilles Wasser legt, wie die letzte Kohle, die sich im Ofen setzt. Hinunter. Das Hotel gleitet weiter, leise. Die Kufen summen, so leise nun, dass das Summen fast nur noch ein Gefühl ist. Ein Wiegen, ein sanftes Tragen, so wie ein kleines Boot von einer langsamen Strömung getragen wird. So wie ein kleines Kind von einem geduldigen Arm getragen wird. So wie du gerade getragen wirst, von allem um dich herum. Du wirst getragen. Du bist die ganze Zeit getragen worden. Die Laterne in der Ecke wird um einen weiteren Grad dunkler. Das Bernstein wird zu Honig. Der Honig wird zu Glut. Die Glut wird zu einem kleinen, stillen, gleichmäßigen Schein, nicht heller als eine Kohle am Boden eines Ofens. Genug, um zu sehen, falls du sehen müsstest. Aber du musst nicht sehen. Deine Augen sind schon geschlossen. Sie sind schon eine Weile geschlossen. Lass sie geschlossen bleiben. Lass sie schwer sein. Lass sie weich sein. Lass sie an deinen Wangen ruhen, warm und ungestört. Hinter ihnen ist nur ein sanftes Dunkel. Ein freundliches Dunkel. Das Dunkel eines Zimmers, das bereitet worden ist. Das Dunkel eines Bettes, das aufgedeckt worden ist. Das Dunkel einer Nacht, die dich freundlich hält. Du bist jetzt in diesem Dunkel. Du bist geborgen darin. Das Hotel ist um dich. Die Decke ist auf dir. Das Summen ist unter dir. Der Himmel ist über dir. Die Ebene ist jenseits von dir, weit und still und alt. Und du bist hier, klein, warm, getragen. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Das Hotel wird weiterziehen. Das hat es immer getan. Das wird es immer tun. Über den Frost, über die Ebene, unter der Aurora. Langsam,
Langsam, langsam, irgendwo weit voraus, in einer Richtung, die niemand benennt, gibt es eine Bucht aus blauem Eis, in der das Hotel bei Sonnenaufgang gern innehält. Vielleicht wirst du sie sehen, in dem Traum, der jetzt in dir beginnt. Vielleicht wirst du auch gar nichts sehen und nur ruhen. Beides ist willkommen. Beides ist sanft. Wohin auch immer du von hier aus gehst, du gehst leise. Fühle die Decke noch einmal. Nur einmal. Fühle ihr Gewicht. Fühle ihre Wärme. Fühle, wie sie nicht drückt, sondern nur ruht. So wie eine Hand ruht. So wie Schnee ruht. So wie die ganze Nacht auf der Ebene ruht. So wirst du gehalten. So darfst du jetzt ruhen. Und die Laterne wird um einen weiteren Grad dunkler. Das Summen wird um einen Ton leiser. Die Aurora legt eine weitere langsame Falte. Die Kufen tun einen weiteren sanften Atemzug. Und du sinkst einen weiteren weichen Schritt in den Schlaf. Noch einen und noch einen und noch einen. Und das Hotel zieht weiter, ohne dass du davon wissen musst, ohne dass du zuschauen musst, ohne dass du für irgendetwas davon wach sein musst. Du schläfst jetzt oder beinahe. Es spielt keine Rolle, was von beidem. Die Grenze dazwischen ist so weich geworden wie alles andere. So weich wie die Decke. So weich wie das leise Summen. So weich wie der Frost. So weich wie der Himmel. Du bist in der Weichheit. Du bist die Weichheit. Von hier an gibt es nur noch Ruhe. Nur Ruhe. Nur das langsame Weiterziehen des Hotels und das langsame Weiterziehen der Ebene und das langsame Weiterziehen der Polarlichter und das langsame Weitergehen deines stillen, gleichmäßigen Atems. Ein und aus. Ein und aus. Ruhe jetzt. Ruhe ganz. Ruhe tief. Das Hotel trägt dich weiter. Die Sterne halten ihre alte, gütige Wacht. Der Frost singt seinen allerletzten kleinen Ton gegen das Glas. Und dann wird auch er still. Die Laterne glüht in ihrem Glutschein. Die Decke hält. Du schläfst. Schlaf, Reisende, Reisender. Schlaf, du Liebes. Schlaf und lass dich tragen. Das Hotel zieht weiter über die Ebene. Langsam, langsam, langsam. Gute Nacht, gute Nacht.